Hier sehen wir ein Diktat, 17 Fehler. Aber wenn wir das genau angucken, dann sehen wir etwas. Also es ist auch ein Test, wo jedes Elternteil mal mit dem Kind zu Hause machen kann, einfach mal ohne was zu sagen. Und er sagt, die ihn früher ausgelacht haben, jetzt lacht er. Es nicht zu versuchen, dann haben sie schon verloren. Die unsichtbare Ursache der Lese- und Rechtschreibschwäche, die fast niemand kennt. Warum scheitern kluge Kinder an den einfachsten Wörtern? Warum macht mein Kind so viele Rechtschreibfehler trotz Übung, Nachhilfe und Förderung? In dieser Folge erfährst du, was ich in meiner Arbeit mit unzähligen Kindern erkannt habe. Das Problem liegt nicht im Kopf, es liegt meist in den Augen. Und nein, nicht in der Sehstärke, sondern im unsichtbaren Zusammenspiel beider Augen, das unser Schulsystem komplett ignoriert. Wenn du das gehört hast, wirst du dein Kind mit ganz anderen Augen sehen. Das verspreche ich dir. Hallo Jan, willkommen zum zweiten Elternmachen erfolgreichen Kinder-Podcast. Hallo an alle. Das große Warum: Millionen Kinder machen Fehler, aber niemand fragt warum. Ja, frage ich mich auch. Über 6 Millionen Analphabeten haben wir in Deutschland. Erschreckend. Ein hochtechnologisches Land. Bringen es nicht fertig, 6 Millionen Menschen Lesen und Schreiben beizubringen, was eigentlich ganz einfach wäre. Aber das Problem liegt in der Kindheit, in den ersten Jahren. Da haben wir diese Kinder nicht erreicht. Und deswegen haben die sich irgendwann mal abgekoppelt. Nicht alle haben ihr ganzes Leben lang nicht lesen können, sondern irgendwann haben sie es auch verlernt. Und ich frage mich, warum bekommen wir das nicht hin, diesen Menschen zu helfen? Das Problem ist früh sichtbar. Man muss es aber erkennen. Und das ist das Problem. Viel zu schnell sagen wir, naja, der war schon immer so. Warum erkennen wir das Problem nicht früher, zum Beispiel schon im Kindergarten? Ja, im Kindergarten kann man das sehen. Man kann das schon sehr viel früher sehen. Man kann es sogar schon beim Einjährigen, Zweijährigen, wenn sie anfangen zu laufen, sieht man schon, manche Kinder fallen hin. Manchen Kindern geht auch manchmal ein Auge weg und dann sagen wir, dass es Kleinkinder schielen. Oder dass wir sagen, ja, der ist laufend verletzt, fällt hin. Andere Kinder können Fußball spielen und der trifft den Ball nicht. Diese ganz Kleinen, da können wir es sehen. Mit einem Jahr kann man schon schauen, ob die Sehfunktionen stimmen. Nur wir warten ab, früher sogar bis 16, bis wir sie überprüft haben. Natürlich geht man zum Augenarzt. Wann geht man zum Augenarzt? Wenn große Probleme da sind. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei meinem Sohn habe ich gemerkt, als er klein war, der hat zum Beispiel jeden Tag immer seinen Becher am Tisch umgeschmissen. Aber jeden Tag. Immer. Richtig. Und ich dachte, warum macht er das jeden Tag? Der muss es doch sehen. Ja, natürlich. Viele können also zum Beispiel nicht richtig einschenken. Die vergießen sich immer und dann werden die Eltern schon ganz hippelig, wenn sie merken, oh Gott, der will einschenken. Denn das ist das räumliche Sehen. Das heißt, wenn ich hier etwas einschütten will, dann muss ich wissen, wo dieses Glas ist. Und wenn das eben für mich vermeintlich woanders ist, dann schütte ich daneben. Was heißt es? Der ist ein bisschen schusselig. So, und damit muss er jetzt leben. Du warst doch früher Kooperationslehrer, Schule, Kindergarten. Was hast du im Kindergarten dann für Auffälligkeiten entdeckt? Jede Woche war ich 2 Stunden in verschiedenen Kindergärten. Und eigentlich war das für mich die interessanteste Zeit. Ich habe ja immer versucht herauszufinden, warum machen Menschen bei gleichem Unterricht ja so unterschiedlich viele Fehler? Warum haben sie so eine unterschiedliche Schrift? Warum können manche zum Beispiel ein D oder ein B nicht richtig schreiben? Oder sie schreiben das D wie ein B. Also in einmal schreiben die das. Und deshalb habe ich mir immer gedacht, warum? Oder sie schreiben ein T von unten nach oben. Also spiegelverkehrt auch, Buchstaben, alles mögliche. Und jetzt war ich an der Quelle. Ich war im Kindergarten und konnte Kinder beobachten. Und das war für mich ganz toll, weil jetzt wusste ich, warum Kinder, wenn sie zu mir in die 1. Klasse kommen, wo die Probleme schon zu erkennen waren. Und ich habe mit ihnen ganz viele Sachen gemacht. Ich habe Papier gefaltet mit ihnen, Treppen gefaltet, ganz einfache Dinge. Ich habe sie schneiden lassen. Und dann habe ich gesehen, die schneiden zum Beispiel praktisch so, praktisch auf die Hand zu. Ein Kind, das gut sieht, sagt, oh, das ist gefährlich, das nimmt das Blatt eher hier außen und schneidet dann ganz runter und fasst immer um. Diese Kinder, die schneiden praktisch so. Und so sieht nachher auch das Ergebnis aus. Oder sie halten ihren Stift, teilweise ganz komisch. Sie haben einfach nicht diese Ruhe weg. Die sind immer unter Druck. Vielleicht haben wir eine Frage, sind Eltern sensibilisiert für Stifthaltung, gerade im Kindergarten?
Ich denke, die wenigsten Menschen überhaupt, also ich habe immer darum gekämpft, dass Kindern im Kindergarten diese richtige Dreipunkthaltung, das ist hier ein kleines Baggerle, ich mache es mal hier gegen die weiße Wand, ein Baggerle, und dieses Baggerle, das hält den Stift und mein Mittelfinger, der kommt drunter. Das heißt, hier 1, 2 und der unten, der stützt nur. Und das kann man üben, ganz einfach, indem man den Stift auf den Mittelfinger legt und die 2 Finger, die dürfen sich nicht treffen, die treffen sich nur auf dem Stift. Hier muss ein kleiner Spalt abbleiben. Wenn ich so halte, kann ich mit dem Stift alles machen. Wenn aber der Mittelfinger hier oben ist, dann muss meine ganze Hand schreiben. Und viele Kinder schreiben so und manche schreiben so. Erwachsene, die teilweise auch so schreiben, habe ich schon gesehen. Großartige Persönlichkeiten, Politiker, die schreiben zum Beispiel so. Irgendwann haben sie gesagt, so kann ich vielleicht am besten schreiben. Also wer so schreibt, dem kann ich die Hand notfalls festnageln. Er kann alles machen. Okay, also das ist die korrekte Stifthaltung, die jeder erlernen soll, beziehungsweise auch sein Kind also im Kindergarten beibringen soll. Eltern müssen sehr viel mehr darauf achten. Also wenn ein Kind zum Beispiel ein Messer an der Schneide nimmt, dann sagen doch Eltern auch, hey, das hältst du falsch. Wir müssen den Kindern auch zeigen, wie sie eine Gabel halten. Wir machen das nicht. Nicht genug. Früher hat man das gemacht. Man hat gesagt, du musst dich vielleicht gerade hinsetzen beim Essen, schau, dass der Teller hier ist und nicht irgendwo in der Mitte, dass der Tisch nicht so schlimm aussieht. Wir überlassen natürlich gern auch anderen Leuten etwas. Ein Vater sagte mal im Kindergarten bei so einem Treffen, es ging um Kinder, die in die Schule kommen, und da sagte der Vater, es wird Zeit, dass er in die Schule kommt, damit er mal richtig erzogen wird. Erziehung sollte schon zu Hause geschehen. Der Kindergarten kann weitermachen. Okay. Und was hast du dann mit den Kindergartenkindern gemacht? Hast du denen deinen Nachfahrbogen gezeigt? Am Anfang noch nicht. Ich wollte ja wissen, was machen die Kinder. Und ich ließ ja so viele Sachen ausprobieren, vor allem Falten. Wenn ich also ein Blatt falte wie eine Treppe, dann kann man schon sehen, ob derjenige gut sieht. Wenn ich das Blatt falte, sagen wir mal 1 cm kleine Falten mache, daraus kann man später Schmetterlinge machen. Und derjenige, der das kann, so jetzt zeige ich mal, wie Kinder falten. Also, ganz wichtig, ich muss gucken, dass ich das hier genau Kante auf Kante lege. Also es ist auch ein Test, wo jedes Elternteil mal mit dem Kind zu Hause machen kann. Einfach ohne was zu sagen. Hol einfach ein Blatt Papier raus, gib es dem Kind und gib ihm mal die Aufgabe, das so zu falten. Und beobachtet mal, wie das Kind das faltet. Also ich falte jetzt mal und ich fahre mit dem Daumen rüber. So habe ich das dem beigebracht und es geht auch. Dann muss ich umdrehen, jetzt muss ich gucken, wo ist das untere Blatt. Das heißt, man muss eine Ziehharmonika falten quasi. Ja, eine Ziehharmonika und die sollte möglichst genau gleich sein. So, und ich falte jetzt mal. Und diese Treppen sollen gleich lang sein. So, wer das jetzt so gefaltet hat, so sieht es jetzt ungefähr aus. So, und ein Kind, das nicht kann, das achtet hier nicht drauf, das faltet mal. Und so habe ich zu Hause ganz viele, die habe ich aufgehoben, einfach damit ich es nicht vergesse. Und das jetzt auch mal, dann sieht man, hier sind ganz unterschiedlich. Einmal wurde es übersprungen und so sieht es dann aus. Und jetzt kann man schon mal sagen, wer kann falten, wer hat die Bewegung drin, wer weiß, was man tun muss, wie falte ich. Und das wäre ein ganz einfacher Test. Okay, also was ich jetzt daraus sehe, wenn ich sowas gesehen hätte, wenn ich jetzt Lehrer gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, das eine Kind, das ist einfach ein bisschen grobmotorisch und das andere, das wird mal Feinmechaniker. Und du sagst jetzt, unsere Fähigkeit ist ein Abbild unserer Augen quasi. Ich bin mir absolut sicher. Die sind ja Jahrzehnte, wo ich das beobachte. Nun, das wird ein Grobmotoriker. Wie können wir Grobmotorik überhaupt von Feinmotorik trennen? Also es ist nicht klug zu sagen, das sind Grobmotoriker und das sind Feinmotoriker. Wer Grobmotoriker ist, kann nie Feinmotoriker sein. Und ein Feinmotoriker kann sein, dass er beim Skifahren sehr unsicher ist, aber das hat vielleicht andere Gründe. Also Grobmotorik hat viel mit Feinmotorik zu tun und wir können jetzt nicht sagen, der muss jetzt irgendeine bestimmte Art Beruf lernen. Jeder sollte so gut sehen, denn wozu haben wir 2 Augen? Um Entfernungen zu schätzen, um genau zu sehen, habe ich meine Aufgabe genau richtig gemacht. Und das ist jetzt nicht typisch Lehrer, wie manche sagen, sondern jetzt habe ich eine klare Kante, kann sogar ein Stück Papier
abreißen. Ich habe dieses fest fixiert. Also dieses Kind, dem hier muss ich helfen. Und das ist auch meine Aufgabe als Lehrer. Ich habe natürlich mit den Kindern irgendwann mal meine Nachverbögen ausprobiert. Weil ich sagte immer, die sind von 8 bis 80. Die kann man auch mit 94, kann man die auch machen. Jetzt hatte ich die Gelegenheit und ich habe das dann mit ganzen Gruppen gemacht, mit 20 Kindern. Die konnten ihren Namen hinschreiben, aber manche haben den Spiegel verkehrt geschrieben. Aber interessant waren die Nachverbögen. Und ein Jahr später wurden die, oder manchmal ein Dreivierteljahr später wurden die eingeschult. Und ich bekam glücklicherweise ein paar von denen. Ich bekam nicht mal alle. Ich bekam die. Und im Unterricht habe ich zweimal im Jahr Nachverbögen gemacht, nur um zu wissen, wer von meinen Schülern sieht nicht gut, dass ich auf den achten muss. Meine Aufgabe ist ja zu sehen, wenn der zum Beispiel weitsichtig ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber ein Kurzsichtiger, der ganz hinten sitzt, der kriegt gar nicht mit, was an der Tafel steht. Und das muss ich doch rausfinden. Ich muss doch wissen, was ist gut für das Kind. Und deswegen habe ich das gemacht. Und was fiel mir auf? Es gab eine große Korrelation. Die machten den Nachverbogen genauso, der sah genauso aus wie ein Jahr vorher. Wie Zwillinge. Und noch interessanter wurde es dann, als diese Kinder anfingen, Buchstaben zu schreiben, in der Lineatur. Auf einmal sah man, dass die Lineatur nicht eingehalten wurde. Praktisch das, was vorher in den Nachverbögen nicht geklappt hat, sah genauso aus wie denen ihre Schrift. Und dann fing ich an zu forschen. Das war auf einmal unheimlich interessant gewesen. Wir haben das auch mit anderen Schulen gemacht. In unserer Schule haben wir zweimal im Jahr, auch die ganze Schule hat es gemacht, am gleichen Tag, in der gleichen Stunde, in der 3. Stunde. Und dann haben wir mal gegenseitig geguckt, wie machen das die Kinder. Und einmal waren wir sogar eingeladen von einer Fachhochschule für Augenoptik. Und dann durfte jede Klasse, die Kinder mit den größten, wie wir meinten, Sehproblemen, die durften wir mitnehmen. Und die wurden untersucht und gemessen. Also da gab es eine enge Zusammenarbeit. Und es war interessant, sich auszutauschen. Und so kam es dann auch, dass wir untereinander auch mal gesagt haben, was meinst du jetzt dazu? Würdest du sagen, auffällig oder nicht? Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, zu gucken. Wir haben unter den Zuschauern haben wir bestimmt einige, die Kinder haben. Die einen sind vielleicht kurz oder vielleicht weitsichtig. Und die interessiert es immer, wer hat es eigentlich einfacher in der Schule? Der Kurzsichtige oder der Weitsichtige? Wir in Europa haben Pech. Warum? Besser, also bei uns sind etwa, und da schwanken die Zahlen, gibt es keine genauen, bis zu 80% sagen manche, sind die Kinder bei uns entwicklungsbedingt weitsichtig. Also wenn man zum Augenarzt geht und die Augen sind gesund und das Kind sieht 100% mit dem Auge und mit dem Auge und es ist weitsichtig, dann ist das schon mal okay, weil es heißt ja, der ist entwicklungsbedingt weitsichtig. Warum sind wir entwicklungsbedingt weitsichtig? Weil wir in der Kindheit viel draußen sind und viel in die Weite gucken, oder woher kommt das? Könnte sein. Es ist die Frage, macht die Kultur die Sehfähigkeit oder macht die Sehfähigkeit die Kultur? Sehr interessant. In China sind auch ganz, ganz viele, fast bis zu 80% der Kinder sind nicht weitsichtig, die sind kurzsichtig. Und zum Lesen und Schreiben, was brauche ich da? Die Kurzsichtigkeit. Kurzsichtig heißt, du siehst in der Nähe gut. Richtig, und das sind die Bildungsgewinner. Und auch bei uns. Man wird selten einen Lehrer finden, der weitsichtig ist. Wenn der weitsichtig war, dann konnte er keine guten Ergebnisse bringen. Also in meinem Alter, wer hat bei einem Schulkind nach der Sehfähigkeit geguckt? Ich habe eine bekommen, weil ich bei den Nachbarn direkt am Fernseher saß und unsere Nachbarn wollten auch Fernsehen gucken. Und die sagten, hey, ihr Kind sieht nicht richtig, der geht vom Fernseher nicht weg. So bekam ich eine Brille. Heute ist es anders. Da guckt man eher nach der Kurzsichtigkeit, schaut man, braucht mein Kind eventuell eine Korrektion. Heute, das hat sich geändert, damals nicht. Und ein Weitsichtiger konnte deswegen kaum Lehrer werden. Lesen mit Sehdefiziten. Warum ist Lesen Schwerstarbeit fürs Gehirn? Ja, da sind wir wieder bei dem Problem, wir in Europa, zumindest wir in Deutschland, auf jeden Fall, und die anderen auch, wir haben ein Problem, dass wir, wenn wir lesen, wir haben eine Schrift, die genau auf einer Linie läuft. Und da müssen immer meine zwei Augen genau übereinander kommen. Und die müssen immer zusammen sein wie zwei Stäbchen. Ja, Glück, die müssen mal stimmen. So, bla 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 bla, klack, 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 klack. Wenn die Augen aber springen, wenn das nicht genau klappt, dann springt mein Auge und wenn ich dann am Schluss hier bin und ich gehe in die nächste Zeile, verrutsche ich.
oder ich verrutsche im Wort. Ich verlese mich. Das heißt, Lesen ist was? Wir lesen in Sakkaden, richtig? Richtig. Kannst du das kurz für die Zuschauer erklären? Weil das Lesen in Sakkaden ist wahrscheinlich für 90% ein Fremdwort auf jeden Fall. Also, wir können nicht so fließend rübergehen, sondern das sind immer Einzelpunkte, wo wir rübergehen. Das heißt, man hat immer so Einzelbilder, die kurz im Mittelpunkt scharf sind. Richtig. Wir sehen nur einen Buchstaben richtig scharf. Wir sehen 5, mehr nicht. 5 Buchstaben, die 2 links, 2 rechts, die sehen wir schon leicht doppelt. Wir sind uns das nur nicht bewusst. Und so geht es, klack, klack, klack. Und je mehr Fusion ich habe, je mehr Buchstaben ich richtig gut sehe, desto schneller, besser kann ich Silben aufnehmen. So, und wie entstehen Silben? Ich habe ja Buchstaben. Abend, ich lese nicht A, B, E, N, D. Mache ich nicht. Sondern klack, ich gucke das an, ich sehe ein A, ein B, ein E, ein D und ich sage A, Bend. Ich muss Silben machen. A ist natürlich keine Silbe, nur ein Buchstabe. A, Bend. Also meine Augen müssen klack, 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 klack. Und wenn die Augen nicht richtig zusammenarbeiten, dann springen sie. Und wenn ich mich verlese, muss ich zurück. Ich sage das mal bei Hausaufgabe, das Wort. Hausaufgabe. Ein Schüler liest aus, auf, a, b, e. Was hast du gelesen? B, e. Er hat das ganze Wort immer zerschnitten gesehen und sieht nur das letzte Ergebnis, das B. Das heißt, wir müssen Wortbilder aufbauen können. Dazu muss ich aber ausgeruht, und zwar für kurze Zeit, ich muss das abspeichern können. Und wenn das nicht richtig abgespeichert ist, habe ich kein Wortbild. Und ich muss, wenn nach Möglichkeit, ein ganzes und vor allen Dingen ein richtiges Wortbild abspeichern. Weil wenn ich das falsch gespeichert habe, schreibe ich das jedes Mal falsch. Beim 3., 4. Mal hat sich das zementiert in meinem Gehirn und ich kriege das nicht mehr raus. Ja, und jetzt fragt man sich, warum passiert das? Ganz einfach. Wir sind nicht aus Metall wie eine Kamera, wir sind lebendig, wir haben unterschiedlich lange Arme, Muskeln sind unterschiedlich, die Ohren hängen auch teilweise unterschiedlich und mit den Augen ist es so, wir haben 2 Augenmuskeln links und 2 Augenmuskeln rechts an jedem Auge und oben noch einmal ein Augenmuskel, der für die Höhe zuständig ist und unten ein Augenmuskel, der runterzieht. Und die sind eben nicht bei allen Menschen gleich und auch nicht bei einer Person, dass das absolut exakt ist. Und deswegen, wenn ich mal dann die Augen loslasse, dann gehen die in eine bestimmte Lage, da wo ich mich nicht anstrengen muss, um zu fixieren in der Ferne. Wenn ich also loslasse, gehen die auseinander. Und dieses Ungleichgewicht der Augen ist es, dass ich beim Schreiben laufend muss ich meine Augen zusammenhalten. Und das halte ich nicht lange aus. Das ist Höchstleistung. Das ist strengt an. Ja, manche sagen, das Herz ist der stärkste Muskel. Nein, die stärksten Muskeln sind die Augen. Unser Herz macht immer genau das Gleiche. Blub, 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 blub. Wenn wir mal rennen, wird es schneller. Aber unsere Augen, wenn wir uns umgucken, die müssen klack, 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 immer die Augen genau übereinander kommen und sie müssen auch noch scharf sehen. Und ich muss das den ganzen Tag. Und deswegen sagen wir irgendwann, du weißt, lass mich mal meine Augen ein paar Minuten nur zumachen. Und wie geht es den Menschen, die zum Beispiel Exos sind, wo die Augen nach außen hängen, die müssen wie bei einer Marionette, die müssen erst so machen, in der Nähe müssen sie, also ein Exophoriker, wenn der lesen muss, das ist schwerste Arbeit, das ist wie einen Zentner hochheben. Und die anderen, die vielleicht ein ESO sind, die können wunderbar lesen und es strengt sie nicht an. In die Ferne gucken strengt sie eher an. Ist das nicht toll? So wird man prädestiniert für bestimmte Berufe. Ich wäre zum Beispiel ein sehr schlechter Maler. Es gibt Leute, die groß sind, die würden diese Decke streichen, einfach so mit dem Pinsel. Ich brauchte jetzt erstmal eine Leiter, um hochzukommen und müsste mich dann sehr quälen, um hier zu streichen. Also manchmal ist es dann ganz gut, wenn man groß ist. Ja, aber die kleinen Menschen, die Maler werden wollen, die kriegen dann so eine Malerhilfe und können dann die Strecke... Die Decke pinseln. Richtig, aber der lange Stab erfordert sehr viel mehr Kraft als der kurze. So sind manche Sachen eben dann sehr viel schwieriger. Und das muss man überwinden. Ist es nicht eigentlich alles nur eine Frage der Übung? Nein, Üben macht erst dann Sinn, wenn ich richtig gut sehe. Dann ja, dann ist es eine Frage der Übung. Aber wenn ich es nie richtig gesehen habe, dann
übe ich ja immer Falschschreibung. Das heißt, derjenige, der ein Wort nicht richtig abgespeichert hat, der übt immer das Falsche. Kennen Menschen, die machen immer Groß-Kleinschreibung falsch. Ja, das ist das Hauptproblem. Groß- und Kleinschreibung im Deutschen. Wir haben einmal die Namenwörter und wir sagen sehr schnell Nomen oder wir sagen Substantive. Das Namenwort oder das Hauptwort, früher sagten wir Hauptwort, wir sagten Tunwort, das tut man, und das Wie-Wort, wie ist etwas. Das ist ja direkt definiert gewesen. Ja, und da wissen die Kinder ein Wie-Wort, wie ist das Ding? Groß, klein, lang, schön, rot. Also, Wie-Wörter schreiben wir klein. Wenn ich aber sage, dass wir Adjektive klein schreiben, dann nicken die zwar, aber sie haben es nicht kapiert. Und wenn ich jetzt sage, das hier ist ein Verb, wissen Sie auch nicht, aber wenn ich sage, ein Tunwort, das ist das, was man tut. Und ein Hauptwort ist ein Ding, der Name für etwas, ein Dingsda-Wort. Und mit Schülern, wenn man sagt, du gib mir mal das Dingsda, und dann bringt dir laufend jemand anderes etwas und sagt, nein, das Dingsda. Da waren die Schüler ganz verzweifelt. Die haben gesagt, ja, wie heißt denn das? Und dann sagt er, das Ding heißt so und so. Und dann wussten die, dass das heißt, das Dingsda-Wort, das ist das Namenwort. Oder später kann man dann Nomen sagen. Okay, das heißt, interessanteres Spiel für alle Eltern, das Dingsda-Spiel, wenn man zu seinem Kind, was kann man zu seinem Kind sagen, wie kann man dem Kind beibringen, dass man welche Wörter alle groß schreibt? Beim Frühstück sagen, gib mir mal das Dingsda. Okay. Und es gibt mir etwas und ich sage, nee, das Dingsda. Die Wurst zum Beispiel. Nee, das Dingsda. Und am Schluss kann es vielleicht irgendwas ganz Kleines sein, was da liegt, vielleicht ein kleiner Löffel. Aber sagt das Kind, warum hast du es nicht gleich gesagt? Löffel. Und wie schreibt man Löffel? Groß in dem Fall. Das, was man sehen kann, das Dingsda schreibt man groß. Und einfach wäre es, wenn wir im Deutschen einfach alles klein schreiben würden. Aber das Schlimme kommt noch dazu, dass wir auch noch die substantivierten Verben, die großgeschriebenen Tunwörter haben. Okay, was ist die Schwierigkeit an den substantivierten Verben? Ja, ich schwimme im Wasser. Schwimme klein, ja. Wasser, Groß. Wasser groß. Das Schwimmen hat mir sehr gut gefallen. Wird genau gleich geschrieben, aber jetzt muss Schwimmen ich... groß. Richtig. Ja. Wenn ich es aber sage, das Schwimmen war schön, fragt keiner, wie würdest du das schreiben? Deswegen ist Sprechen einfacher als unsere Orthographie. Unsere deutsche Orthographie ist sehr, sehr schwer. Und führt zu Fehlern, automatisch. Ich würde dazu gerne ein Diktat zeigen. Hier sehen wir ein Diktat, 17 Fehler. Aber wenn wir das genau angucken, dann sehen wir etwas. Hier, sehr ohne dem losen H. Morgen klein, in seiner Backstube klein. Die Arbeit. Er kannte nicht das einfache Dingsda-Spiel. Hätte er schon den Fehler nicht gemacht? Ja, jetzt, genau. Ja. Brötchen klein, Gebäck klein. Gib mir das Gebäck. Ja, das Gebäck. Ja. Und jetzt hat er noch andere Folien, hat er auch klein geschrieben. Aber ist doch klar, die sieht man doch. Nein, das Kind ist sich dessen nicht richtig bewusst. Morgen klein, am Morgen ist, ja, erstmal sagt man ja, das heißt doch am. Am heißt an dem Morgen. Ja. Meine Güte, daran denkt das Kind jetzt nicht morgen, weil wenn ich sage, ich komme morgen früh, dann schreiben wir morgen klein. Zeitangaben schreiben wir klein. Das heißt, keine Regel ohne Ausnahmeregelung. Und die Kinder sind so schon überfordert. Es ist toll, dass der Junge das überhaupt so gut gemacht hat. Und wenn wir uns das jetzt verpackt, hat er jetzt nicht mit V geschrieben. Er hat es mit einem F geschrieben. Leider falsch. Aber er hat es eigentlich richtig geschrieben. So, alleine 8 Fehler haben wir hier. Das sind nur Groß- und Kleinschreibung. Der hätte normal mindestens eine 2 verdient, denn das andere ist super. Heute erleichtern ihm das H. Und da sagt jeder natürlich im. Aber er sieht das H nicht so deutlich, weil im H ist auch gleichzeitig wieder der Bogen vom M oder N, je nachdem. Hier hat er 2 Buchstaben nur vertauscht. Wenn, das heißt, er hat wen geschrieben. Er liest und sieht vielleicht das N doppelt. Wir müssen diesem Kind helfen. Er hat eine viel bessere Leistung oder eine viel bessere Note verdient. Vielleicht eine Frage dazu, als wir früher das Land der Dichter und Denker waren, gab es damals schon Diktate mit so vielen Fehlern?
Ja, das gab es damals auch. Und damals hat man das leider immer auf Intelligenz geschoben. Und dann hat man gesagt, das Kind ist nicht so begabt, das Kind wird mal ein Handwerker werden. Und deswegen haben wir ganz viele Hochintelligente in handwerklichen Berufen. Ich finde es gut. Zum Beispiel, wenn Abwasserleitungen gelegt werden, bin ich froh, dass da auch Hochintelligente sind, weil, wenn man sich vorstellt, wenn nicht auf 1 Meter überall 2 Zentimeter Gefälle sind, dann kommt das Wasser irgendwann mal zurück und dann haben wir eine Überflutung im Haus und da kommt man nicht mehr ran, das Haus ist drüber gebaut. Ich finde es sehr gut. Ich wünschte, dass in allen Berufen Hochintelligente werden. In allen. Also zu dem Thema, ich empfehle jedem unser Video, Handwerker werden intellektuell unterschätzt. Wir verlinken unten das Video in der Beschreibung, nicht falsch verstehen. Absolut. Was ist eigentlich der Wendepunkt? Was bewirkt korrektes, binokulares Sehen, wenn man es korrigiert für die Zukunft? Das verändert das Leben. Komplett. Was ich früher vielleicht gar nicht so gemerkt habe, ich kann Entfernung besser schätzen. Ich kann im Sport zum Beispiel mich bewegen, ohne gleich irgendwo anzuecken. Viele dieser Kinder gelten ja als aggressiv, weil sie, wenn sie jemanden abschlagen beim Fang, dann hauen sie den. Dabei haben sie nur nicht gewusst, wo der ist. Bei der Schrift, die Schrift verändert sich. Sie halten die Linien ein. Sie können besser lesen. Sie werden selbstsicherer. Dadurch, dass Sie jetzt die Buchstaben deutlicher sehen, können Sie ein Wortbild aufbauen. Und wenn Sie jetzt ein Wort sehen, das, wie zum Beispiel, wenn Sie das Wort Haus klein sehen, dann sagen die sofort, das Wort ist falsch. Man muss nicht wissen, Haus klein geschrieben ist falsch, nur im Zusammenhang. Das ist ungefähr so, wenn wir einen Baum sehen. Und den hat ein Riese aus dem Boden geholt. Und jetzt sind die Wurzeln oben. Und unten haben wir jetzt hier die Blätter. Dann sagt ein Kind, der Baum, der ist nicht richtig. So ist der nicht im Boden drin, der gehört andersrum rein. Muss das Kind wissen, dass die Kapillaren, die Wurzeln mit ihren Kapillaren Wasser erstmal raufsaugen und den Baum versorgen? Nein, die sagen, die Wurzeln gehören in den Boden. Und so ist es bei einem Wort ganz genauso. So wie wir uns Wörter merken im Kopf, alles durch Bilder. Das heißt, jemand, der gut sieht, der macht diese Fehler einfach gar nicht, weil der sofort sieht, okay, das sieht anders aus, das ist nicht richtig. Wir verschreiben uns auch jemand, der ein gutes Wortbild hat. Aber dann merken wir das gleich, weil unsere Hand schon weiter war, weil viele sagen ja, mein Gehirn war weiter. Nein, meine Hand macht einfach schön weiter und dann merke ich, oh, das wird ein anderer Buchstabe. Dann streiche ich das durch und schreibe wieder. Ja, das ist aber sehr beeindruckend, weil ich kenne viele, die gerade Deutsch lernen und die fragen mich oft, hey, wie sind die Regeln, warum schreibt man das so und ich weiß es einfach gar nicht. Weil die Schulzeit ist lange her, man hat es halt gelernt und man kann es gar nicht erklären, warum, aber man schreibt es einfach so. Das ist auch in vielen Dingen nicht nötig. Wer das mal richtig gelernt hat, der braucht auch nicht mehr wissen. Der weiß es, der weiß auch, dass man ein Messer so rumnimmt, dass die Klinge unten, die Schärfe unten ist. Das ist gleich wie mit dem Sprechen. Die Sprachwissenschaft ist für die wichtig, die Fremdsprachen lernen. Man kann auch gern natürlich dazu dozieren, aber wenn jemand aufgewachsen ist in einer deutschen Familie, wo Deutsch gesprochen wird, und zwar richtiges Deutsch, dann hört das Kind das laufend und sagt nicht, ich gehe zu die Wand. Das Kind sagt, ich gehe zu der Wand, weil die Mutter und der Vater sagen immer, das ist die Wand und das ist das Glas. Das muss die Artikel gar nicht lernen, das tut es automatisch. Es nimmt eigentlich schon alles mit der Muttermilch auf. Schwer ist es bei denen natürlich, wo zu Hause anders gesprochen wird oder wo jemand ist, der vielleicht nicht so deutlich und klar spricht. Ganz wichtig ist, und das dürfen wir nie vergessen, und deswegen müssen wir nach den Augen schauen. Es ist nicht ein Auge, das lenkt, es sind 2 Augen. Und wenn nicht beide Augen gut sind und beide gut zusammenarbeiten, dann weiß unser Gehirn nicht, welcher Seeeindruck der richtige ist. Und deswegen kommt es zu Fehlschreibung. Deswegen fahre ich über die Linie und der Buchstabe bekommt eine andere Bedeutung. Ganz wichtig. Und wenn das nicht klappt, diese Zusammenarbeit der Augen beim Schreiben, beim Linien nachfahren. Ist Malen Schreiben oder ist Schreiben Malen? Ja, das ist genau das Gleiche, nur beim Schreiben muss ich die Linien einhalten. Und beim Malen ist es vollkommen egal, wie groß die
die Blume oder irgendwas wird. Und das wird sichtbar in unseren Nachfahrbögen, in dem Slalomtest und im Haustest. Und dann sagen Eltern, ja sag mal, das Haus sieht ja ganz anders aus wie das Haus daneben. Du hast ja viel mehr Fenster. Oder das Haus liegt ja da unten. Das stimmt ja nicht übereinander. Und da gibt es viele Beispiele. Also es ist fantastisch interessant. Und das ist auch ein Hilfeschrei. Und diesen Hilfeschrei muss man als Lehrerin und als Lehrer einfach wahrnehmen. Und man muss gucken danach, wir können sagen, da stimmt was nicht. Wir können keine Brille bauen, wir können nicht viel machen. Aber wir können sagen, hallo, hier passiert etwas, was ungerecht ist. Und da können wir was tun und da können Eltern vor allen Dingen was tun. Und das wünsche ich mir. Deswegen machen wir ja diese Videos, dass Eltern ihre Chance für ihr Kind erkennen und dem Kind helfen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, die meisten Leute, die denken, mein Kind geht jetzt in die Schule und kriegt alles beigebracht und die Lehrer, die sind dafür verantwortlich, dass mein Kind das alles lernt. Aber nein, das ist ja nicht, weil die Lehrer, die können ja nur Wissen bereitgeben, Ja. aber wie die Kinder das aufnehmen, ist ja abhängig vom Kind und gar nicht von den Lehrern, weil viele, die schieben dann, wenn es nicht gut läuft, schieben es auf die Lehrer zum Beispiel, aber die können gar nichts dafür. Die Lehrer können auch nichts dafür. Genau, wenn jemand schlecht hört oder gar nicht, dem kann ich also die schönsten Melodien vorsingen. Es nützt nicht, er hört es ja nicht. Und in dieser Situation sind wir als Lehrer. Und deswegen geht es nur, indem Eltern und Lehrer zusammenarbeiten. Wenn Lehrer einen Hinweis geben, nehmen Sie das bitte ernst. Es ist wichtig, dass man den Kindern möglichst früh hilft. Wenn die Kinder schon Ende der 4. Klasse ist und die Eltern merken, okay, da passt irgendwas nicht, ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen? Nein, ich war auch so einer. Ich bin erst mit 40 Jahren korrigiert worden. Aber ich muss eins sagen, bei uns gab es nur einmal in der Woche eine Stunde, Kinderstunde, donnerstags von 17 bis 18 Uhr, Rin Tin Tin oder Fury. Oder wie hieß der Delfin? Flipper. Das haben wir angeguckt, das war alles. Und ansonsten haben wir draußen gespielt. Wir mussten nicht laufend Nahaufgaben machen. Wir kannten keine Spiele, wo wir immer nur, ich bin besser oder schneller wie du. Wir waren draußen, wir haben Pfeil und Bogen geschnitzt. Wir waren in der freien Natur. Und heute sind die Menschen den ganzen Tag mit LED-Licht konfrontiert, in der Nähe. Alle Spiele laufen elektronisch. Ich würde sagen, ganz wenig elektronische Spiele, vieles, was man selber, wo man seinen Körper einsetzen kann, und wir werden auch welche zeigen. Genau, wir haben noch ganz spannende Videos im Programm. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren. Echte Geschichten, echte Erfolge. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also ich fuhr durch eine Straße und ich wusste, da wohnte ein ehemaliger Schüler und da sah ich die Mutter und ich habe angehalten, bin schön rein, habe die Mutter angesprochen. Ja, ich sei der Lehrer ihres Sohnes gewesen. Sie hat mir das Telefon gegeben, sie hat gerade mit ihrem Mann gesprochen und der hat mich gleich erkannt. Natürlich erinnere ich mich gut an sie. Damals haben sie gesagt, der Junge sieht nicht richtig, gucken Sie nach der Zusammenarbeit der Augen. Das war vor jetzt 14 Jahren. Und der Junge wurde korrigiert und er sagte mir, alle haben ihn ausgelacht, seine Freunde und Bekannten haben ausgelacht, wie kann man so viel Geld für eine Brille ausgeben, das ist doch bloß ein Kind, und er hat es gemacht. Und dann sagt er, was meinen Sie, was aus dem geworden ist? Und dann habe ich gesagt, so wie ich ihn kenne, der hat studiert. Sagt er, ja, der hat studiert, der hat Maschinenbau studiert, er hat den Bachelor gemacht und hat auch den Master gemacht. Wow. Und das war ein tolles Gefühl für mich als Lehrer. Und er sagt, er konnte es nie vergessen. Ich habe gesagt, schicken Sie den aufs Gymnasium, aber gucken Sie, dass der immer gut korrigiert wird. Er hat es gemacht und er sagt, die ihn früher ausgelacht haben, jetzt lacht er. Ja, das war sehr bewegend, tolles Gefühl, wenn man als Lehrer etwas verändern kann. Ich finde einfach, um vielleicht das noch zu ergänzen, wir machen uns Gedanken, wie sieht es hinter dem Mond aus? Wie sieht es hinterm Mars aus? Wir wollen alles wissen und da schicken wir Raketen hoch. Wann fangen wir an zu ergründen, wo sind die Ursachen für Lernprobleme? Es genügt doch nicht immer nur zu denken, ja gut, da gibt es keine Tabletten dagegen. Da müssen wir nach der Ursache gucken. Sieht das Kind, hört das Kind richtig gut? Die Sehfähigkeit ist nicht gerecht verteilt. Die ist
vollkommen ungerecht verteilt. Aber es gibt die Möglichkeit heute, diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollten wir es doch tun. Also ich meine, geht doch nur so. Wir werden weiterhin so spannende Podcast-Serien wie diesen produzieren. Deswegen abonniert diesen Kanal. Schreibt doch gerne einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr vielleicht irgendein Thema nochmal gerne aufgearbeitet haben würdet, dann schreibt einfach einen Kommentar. Wir werden darauf antworten und euch auch ein Video produzieren.